Herzlich willkommen, liebe Freunde, nach all den Eskapaden mit den Minifiguren. Danke dafür, ihr seid wirklich der Wahnsinn. Auch danke an die Meldeamt-Beamtin, dass sie das so professionell macht. Heute wieder mal ein klassisches Stadtupdate. Es hat sich nämlich ein bisschen was getan. Auch Christoph hat wieder mal gearbeitet, man glaubt es kaum. Und zwar wollen wir euch zeigen, was wir da gemacht haben. Genau. Es ist ja so, dass wir in der letzten Zeit relativ viel mit diesen Figuren herumgetan haben, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Und es sind aber zur selben Zeit auch einige neue Sets rausgekommen, die wir natürlich euch zeigen wollen, wo wir die jetzt mal platziert haben. Kurz zur Info, wir sind hier in der Nähe des Stadtplatzes und haben uns schon längere Zeit gefragt, was wir hier mit dieser mehr oder weniger leeren Platte machen sollen. Der ursprüngliche Plan war ein Flughafen, deswegen ist auch lange Zeit hier vorne dieses Space Shuttle gestanden. Ja. Wir haben uns jetzt aber gedacht, dass... Naja, dadurch, dass immer wieder diese Super Modular Buildings rauskommen und wir leider ja keinen Platz mehr haben hier bei unserem Stadtplatz, haben wir uns gedacht, wir machen quasi auf der anderen Seite von den Gleisen noch einen weiteren Teil mit Modular Buildings. Hier entsteht vielleicht noch eine kleine Baustelle, denn natürlich kommen hier erst vom nächsten oder übernächsten Jahr dann die Modular Buildings hin, aber da haben wir schon einen Platz reserviert. Und jetzt eben aktuell die Polizeistation, die mir ja sehr, sehr, sehr gut gefällt, und auch das Set, das wir dazu bekommen haben, das Gift with Purchase, dieses coole Auto. Ganz richtig, ja. Das macht wirklich eine gute Figur vor diesem altehrwürdigen Baustil. Genau, wir haben die Polizeistation jetzt mal hier vorsorglich platziert. Ihr habt uns auch in den Kommentaren geschrieben, dass natürlich auch eine Möglichkeit wäre, dass wir ein paar dieser etwas kleineren Gebäude weggeben und dafür unseren Bereich mit den Modular Buildings noch vergrößern. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, jedenfalls für den Moment mal, dass wir beim großen Bahnübergang auch auf der anderen Seite noch eine Innenstadt haben möchten. Ja, ich habe mir nämlich auch gedacht, auf der einen Seite wäre es echt cool, auf der anderen Seite verdeckt das dann vielleicht ein bisschen den Blick auch hinten auf diesen schönen Platz, den Christoph da kreiert hat. Und das wäre natürlich dann, also wir wollen ihn ja nicht irgendwie... Das wollen wir nicht, nein. Und da müsste man sich auf jeden Fall was einfallen lassen, weil das hier zum Beispiel, dieser Block, der besteht nur aus 2 Baseplates und die Blöcke, wo wir die Modular stehen haben, sind ja immer aus 6 Baseplates, damit man hier die Eckgebäude auch schön einrahmen lassen kann. Ja, was wir hier jetzt vorhaben, wir haben mal ein paar Baseplates gelegt. Es wird ja auch in diesem Jahr, hoffentlich ist es fix am Plan, dass hier ein großer Bahnhof am Entstehen ist. Ihr schreibt uns ja immer wieder, ihr wollt so gerne einen Bahnhof sehen. Wir werden das jetzt hoffentlich früher oder später mal realisieren können. Das heißt, dieser gelbe kommt weg oder er wird erweitert, was auch immer. Dann kommt hier ein großer Bahnhof hin. Hier wird dann so eine Art Vorplatz, dass die Leute, die ankommen, hier in Wild City aussteigen können und sich gleich mal erfreuen an der schönen Szenerie, vielleicht mit Springbrunnen und so weiter. Und dann geht es hier eben weiter. Hier haben wir jetzt mal einfach pro forma Baseplates gelegt, damit das nicht so nackt aussieht hier mit ein paar Baustellenfahrzeugen. Hier steht die Polizei, die macht eigentlich hier ganz einen guten Eindruck, finde ich. Ja. Und ja, auf der gegenüberliegenden Seite ist Folgendes, da haben wir jetzt ja das Arkham Asylum. Falls ihr euch fragt, warum hier eine Lücke ist, wir haben vor, den Zoo zu erweitern und da haben wir den schon ein bisschen auf die Seite geschoben, soweit wie wir gedacht haben, dass das Sinn macht. Vielleicht seht ihr auch demnächst also die Erweiterung unseres ersten großen Mocks, denn der Zoo war ja das erste große Mock. Und es soll ja nämlich, es gibt ja jetzt das neue Set mit der Giraffe drinnen. Ja. Genau. Und das möchten wir nämlich irgendwie einbauen beim Zoo, und es haben eben schon viele gesagt, dass er überhaupt zu klein ist. Bin ich voll dabei, deswegen werden wir den erweitern. Mal sehen, wie lange das dann dauern wird, aber es wird sicher ein nettes Projekt. Ganz richtig, das sehe ich genauso. Auch hier auf der anderen Seite haben wir jetzt mal jede Menge Baseplates hingelegt. Die sind nicht fix, da wird sich auf jeden Fall noch was tun, aber Lego kommt ja auch immer wieder mit tollen Sets raus. Und da muss man ja vorsorglich noch etwas Platz geschaffen haben. Da wissen wir noch nicht, was hinkommt, aber wir haben lieber ein bisschen Platz noch auf der Seite anstatt zu wenig und wir müssen was wieder abreißen. Das wollen wir gar nicht. Genau. Dann schauen wir kurz zum Park nach hinten. Ja, da hat Christoph auch was gebaut. Genau.
Da haben wir uns inspirieren lassen von Brick Parker. Danke an dieser Stelle an dich, lieber Kevin. Und zwar, ich weiß nicht warum, irgendwie hat mir dieses Zaungebilde, was wir da aufgebaut haben, nicht so gefallen oder nicht mehr. Ich habe einige Videos gesehen, wie gesagt, von Brick Parker. Grüße an dich. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben uns jetzt inspirieren lassen und den Zaun so ähnlich gemacht, wie es er bei seinem Park angelegt hat in seiner mittlerweile alten Stadt, die ja im Abrissbegriff ist. Das heißt, das sieht jetzt auch ganz nett aus. Hier haben wir jetzt endlich auch mal eine Verwendung gehabt für diese goldenen, runden Tiles. Das sieht auch ganz nett aus. Hier kommt noch ein Bogen im Eingang. Dasselbe passiert auf der Hinterseite, wo ja auch eine große Eingangstür oder mehr oder weniger ein Portal zum Hineingehen geplant ist. Und ja, im hinteren Bereich, da werden wir uns jetzt auch mal schlau machen, da haben wir einen kleinen Ententeich geplant. Dann kommen rundherum so kleine Gehwege, so kleine Trampelpfade mit Sitzbänken, vielleicht einem kleinen Kiosk, wo man sich was zu trinken kaufen kann und so weiter. Ich habe schon eine Babyente. Leider haben wir noch nicht mehr bekommen, weil die einfach auch sehr teuer sind teilweise. Wir zeigen euch die Babyente. Jetzt komm mit. Wir zeigen euch die. Übrigens haben wir auch, das sind so Kleinarbeiten gewesen, jetzt hier ein bisschen die Gehsteige erweitert. Ihr wisst, uns fehlen nach wie vor die 1x1er-Fliesen in dunkelgrau, aber hier das mit der Mauer zum Beispiel oder hier mit dem Abschluss, da ist jetzt wieder etwas passiert und Rita zeigt euch in ihrem Sammelsurium die Babyente. Die ist übrigens, wenn ich mich nicht täusche, vom Legoland. Jedenfalls glaube ich dass die von dem Fabriksverkauf ist. Wir haben sie auf jeden Fall entdeckt und das freut mich sehr. Aber natürlich eine Babyente alleine kann es nicht geben, deswegen wir werden weitersehen. Ein Hühnchen könnte ich sonst noch anbieten und Papageien, aber das war es dann leider auch schon. Oder so eine nette Eule. Ja. Kommt vielleicht auch in den Park, aber ich hätte halt gern eben die Babyenten für unseren Teich. Da fehlt auf jeden Fall noch was, das sehe ich genauso. Genau. Gut, dann, ich habe gehört, du hast auch noch irgendwo da drüben noch was gemacht. Da gehen wir jetzt auch hin in aller Ruhe. Irgendwas mit Lego. Könnte sein, dass das so passiert ist. Sehr. Und zwar im Bereich, wo unsere Amazon Alexa steht, die uns immer mit Musik versorgt, ist das Stadtviertel immer weiter entwickelt worden in der letzten Zeit. Einerseits haben wir hier den Straßenverlauf ein bisschen angepasst. Hier waren viel zu viele große Kreuzungen. Ja, wir haben hier auch diese Mülltonnen verbaut von den neuen City-Sets. Dann haben wir hier ein paar Figurenplätze, wie immer, diese neuen Straßenplatten verbaut. Das habt ihr ja schon mal gesehen, da haben wir euch schon mal gezeigt, genau. Mit denen sind wir eigentlich auch sehr zufrieden. Und was jetzt neu ist, ist hier, wenn man hier runterkommt, hier wissen wir noch nicht, was man am besten macht, weil sich hier nur mehr eine halbe oder besser gesagt eine Dreiviertel Bodenplatte ausgeht. Jetzt haben wir hier mal ein Loch gelassen, wo eigentlich noch eine gerade Straße, die die Stadt verlässt oder wo die Leute reinkommen, enden würde. Und wir haben jetzt hier, das ist auch eine ganz nette Idee gewesen, finde ich. Wir haben mal so ein Geschenkset bekommen mit einer Karte. Das war zu unserer Hochzeit. Und da war so ein halb aufgebauter Lego-Store drinnen, wo eben in der Mitte so eine Geschenkskarte gehalten hat. Ja. Den Lego-Store haben wir jetzt mal so mehr oder weniger fertig aufgebaut. Das ist so eine kleine Außenstation und da ist sogar anbei wie so ein kleines Lego-Museum dabei. Das heißt, ihr seht hier einen 2x4-Stein, Brickstory, Grüße gehen an dich raus, ein Häuschen, dann ist hier eine Tankstelle und eine Polizeistation und rechts ist dann natürlich auch noch eine Lokomotive. Wie könnte es anders sein? Das heißt, die Leute können sich hier die Lego-Sets ansehen und wenn ihnen was gefällt, hat der nette Verkäufer nebenan dann natürlich das Set gleich auf Lager und verkauft es einem. Und ich finde, du hast das sehr, sehr nett gelöst mit diesem Dach hier. Das gefällt mir sehr gut mit den verschiedenen bunten Steinen.
das ist echt eine sehr, sehr nette Idee. Vielen lieben Dank. Ja, das war eigentlich ein Geniestreich meinerseits. Auch zum Hochhaus gibt es ein paar Updates, die behalten wir aber noch im Dunkeln. Wir warten da auf Teilebestellungen. Ihr habt uns auf jeden Fall sehr viele gute Kommentare geschrieben. Entschuldigung, dass wir uns da erst jetzt dafür bedanken. Das hat uns wirklich die Augen geöffnet und wird das Projekt sicher noch um einiges verbessern, denke ich. Ich freue mich schon so sehr drauf, aber wie alles bei uns dauert halt auch alles ein bisschen, aber egal. Dafür wird es dann umso besser und wie gesagt, danke an eure Kommentare, ihr habt so viele coole Ideen. Genau, wir haben jetzt mal gesagt, was ist jetzt mit der Kamera wieder los? Was ist, wenn man spät nachts filmt, da streikt dann die Kamera auch manchmal. So, jetzt geht's wieder. Naja, wenn wir so viel arbeiten. Genau, wir haben auf jeden Fall gesagt, wir kümmern uns jetzt zuerst mal um diese Bewerbungen, um die 4 Stadtfiguren, das Balkonprojekt, denn mehr ist es ja nicht, es ist ja nur eine Fassade ohne Inneneinrichtung und aber viele Balkons, die natürlich auch alle belebt werden. Da haben wir auch schon so viele coole Vorschläge bekommen, dass wir das Haus fast noch ein bisschen höher machen müssen, damit wir alle Ideen unterbringen. Genau. Bis daher. Weiter komme ich nicht. Ja, dazu aber mehr, wenn wir dann wirklich konkret die Teile schon da haben und mit dem Bau beginnen. Hier haben wir noch, oder besser gesagt, Rita ist da ja meistens dagegen, aber ich habe das einfach gemacht, noch ein Abstellgleis eingefügt, ein zweites. Da wird hier so eine kleine Park- oder eine Fußgängerzone noch am Entstehen sein, vielleicht hier mit einem kleinen Bahnübergang, dass man hier rübergehen kann auf diesen Stadtplatz hier. Und hier steht jetzt nicht mehr nur das Krokodil, sondern auch diese Nahverkehrs, S-Bahn oder was auch immer das ist, die auch ganz nett aussieht. Ja. Wunderbar, Züge, doch immer ein Traum. So viel dazu. Wir werden uns melden, wenn es wieder was gibt. Danke auf jeden Fall fürs Einschalten. Wenn Christoph wieder brav weiterbaut, genau. Ich bin ja noch immer mit den ganzen Figuren beschäftigt und mit dem Zusammensuchen der Teile, aber falls noch Bewerbungen kommen, bitte immer sehr gerne, es freut uns sehr. Und falls ihr schon lange eine Bewerbung eingeschickt habt, aber noch nicht im Video wart, haltet durch, Freunde. Ihr werdet nicht vergessen, es geht sich nur momentan nicht mehr aus. Ja, aber wir tun unser Bestes. In dem Sinne, macht's gut, baut auch ihr etwas Schönes, vielleicht auch so einen Lego-Store, wer weiß. Und dann bis bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.